Diagnose Maklerdegeneration, Schock, Angst und die brutale Wahrheit über Früherkennung. Der Arzt schaut dir tief in die Augen und dann kommt der Satz: Sie haben Maklerdegeneration. Bam! In diesem Moment rast dein Herz, der Boden scheint zu schwanken. Und was jetzt? Ist das Ende? Werde ich blind? Panik, Angst, Verzweiflung. Das sind die ersten Reaktionen und das ist verständlich. Aber heute brechen wir das Tabu. Wir reden darüber, was bei der Diagnose wirklich passiert. Warum diese ersten Momente so entscheidend sind und warum Früherkennung nicht nur wichtig, sondern oft der absolute Schlüssel ist. Das Problem: die Angst und die Lähmung. Die Diagnose Maklerdegeneration ist für viele ein echter Schock. Man fühlt sich plötzlich alt, krank, ausgeliefert. Die Angst vor dem Verlust des Augenlichts, der Unabhängigkeit kann lähmend sein. Man will es vielleicht gar nicht wahrhaben, verdrängt es. Aber genau das ist das Falscheste, was du tun kannst. Unwissenheit und Angst sind die schlechtesten Ratgeber, die du in dieser Situation haben kannst. Wir bei Baldinger Optik beschäftigen uns schon sehr, sehr lange mit dem Thema Augengesundheit und Augenvorsorge. Du musst verstehen, was los ist, um handeln zu können. Apropos Augenvorsorge: Ich habe bereits 2017 ein Video darüber gemacht, wie wichtig regelmäßige Augenchecks sind und was du selbst für deine Augengesundheit tun kannst. Das ist heute noch genauso relevant. Wenn dich das interessiert, klick einfach oben auf die Infokarte, da findest du einen Link zum Video. Was passiert bei der Diagnose? Einfach erklärt. Okay, was macht der Augenarzt oder ein spezialisierter Optometrist wie ich, wenn der Verdacht auf Maklerdegeneration besteht? Zuerst schaut der Arzt mit einem speziellen Instrument, Ophthalmoskop oder Spaltlampe mit Lupe, tief in dein Auge auf die Netzhaut. Die Netzhaut ist vereinfacht gesagt der Teil im Auge, der hinten das Auge auskleidet und das Bild in Empfang nimmt und dann mit umwandelt und im Hirn das Bild erzeugen lässt. Oft bekommst du vorher Augentropfen, die die Pupille erweitern, damit man besser durch das Auge auf die Netzhaut sieht. Das ist wichtig, um die Makula direkt zu beurteilen. Sehtest und Amselgitter. Natürlich wird die Sehschärfe geprüft. Und ganz wichtig, das Amselgitter. Das ist dieses Kästchenmuster. Sind die Linien gerade oder wellig? Fehlen Kästchen? Das ist ein einfacher, aber effektiver Test für deine Makula. Wichtig ist, dass man den Amseltest mit jedem Auge einzeln macht. Das Amselgitter ist nur einer von vielen wichtigen Sehtests. Wenn du generell mehr über verschiedene Sehtests erfahren möchtest, was sie aussagen und wie sie funktionieren, dann schau dir meine Sehtest-Experte-Playlist an. Den Link dazu findest du jetzt oben auf der Infokarte. Die Hightech-Untersuchung OCT, das ist heute der Goldstandard, die optische Kohärenztomographie, mit OCT abgekürzt. Stell dir das vereinfacht gesagt vor wie ein hochpräziser Scanner oder ein Ultraschall für dein Auge. Das Gerät macht sekundenschnell Querschnittsbilder von deiner Netzhaut, Schicht für Schicht. Damit können wir genau sehen, sind da Ablagerungen, Drusen unter der Netzhaut, typisch für trockene Maklerdegeneration. Ist Flüssigkeit unter oder in der Netzhaut, das wäre typisch für die feuchte Maklerdegeneration. Sind die Schichten der Netzhaut verdickt oder verdünnt? Sind da vielleicht schon krankhafte Blutgefäße? Auch das kann ein Anzeichen von der feuchten Maklerdegeneration sein. Das OCT liefert die entscheidenden Infos, um zu sagen, ist es Maklerdegeneration? Wenn ja, welche Form, trocken oder feucht? Und wenn ja, wie weit ist es fortgeschritten? Das ist äußerst wichtig, das ist die Basis für jede weitere Entscheidung. In diesem Zusammenhang freue ich mich, dir sagen zu können, dass wir bei Baldinger Optik unsere Screening-Tests demnächst mit der absolut innovativsten Zeiss-Technologie erweitern werden, nämlich dem neuesten Zeiss-Gerät mit OCT. Damit erhöhen wir die Chancen einer Früherkennung nochmals drastisch, was, wie wir gesehen haben, jedem zugutekommt, der Screening-Tests durchführen lässt, also bei uns mit dem neuesten Gerät mehr Sicherheit bekommt, ob Widerstand ist und auch schneller reagieren kann, was enorm wichtig sein kann. Bei Verdacht auf feuchte Maklerdegeneration
kann der Augenarzt und die Augenärztin noch eine Farbstoffuntersuchung der Blutgefäße machen, um undichte Stellen genau zu lokalisieren. Dieses Verfahren wird Fluoreszenzangiographie genannt. Jetzt kommt die unbequeme, aber brutal wichtige Wahrheit. Je früher die Makuladegeneration erkannt wird, desto besser sind die Chancen. Bei der trockenen Makuladegeneration, früh erkannt, können Strategien entwickelt werden, um das Fortschreiten zu verlangsamen. Ernährung, Schutz und nach Absprache spezielle Vitamine. Bei der feuchten Makuladegeneration, hier ist Früherkennung lebenswichtig für dein Sehen. Wenn man die feuchte Form früh entdeckt, kann man sie oft behandeln. Es gibt Medikamente, die direkt ins Auge gespritzt werden, um die kranken Blutgefäße zu stoppen oder zurückzudrängen. Ja, das klingt gruselig, aber ist oft sehr effektiv. Wartet man zu lange, kann sich das Fenster für eine erfolgreiche Behandlung schließen und der Schaden ist irreparabel, das heißt nicht mehr rückgängig machbar. Früherkennung ist bei der feuchten Makuladegeneration kein Luxus, es ist eine beste und oft einzige Waffe gegen schnellen Sehverlust. Vom Schock zur Handlung. Ich erinnere mich an eine Patientin, die völlig aufgelöst war nach der Diagnose der feuchten Makuladegeneration. Die Angst war riesig, aber als wir ihr erklärt haben, was genau los ist und dass es Behandlungsmöglichkeiten gibt, wenn sie sofort vom Augenarzt behandelt wird, hat sich die Panik in Entschlossenheit verwandelt. Sie hat gehandelt. Und ja, es war eine Belastung mit den Spritzen, aber sie konnte einen Großteil ihres Sehvermögens erhalten. Hätte sie gezögert, wäre die Geschichte anders ausgegangen. Die Makuladegeneration ist eine ernste Angelegenheit, so wie auch andere altersbedingte Augenleiden, wie beispielsweise der graue Star. Wenn du zu diesem Thema, dem grauen Star, mehr Informationen suchst oder jemanden kennst, für den das relevant ist, schau dir gerne meine Playlist Grauer Star-Experte an. Den Link blende ich dir jetzt ebenfalls oben in die Infokarte ein. Aber zurück zur Makuladegeneration und deiner Rolle als Patient oder als jemand, der vorsorgen möchte. Expertise, dein Lotse im Diagnosedschungel. Als diplomierter Augenoptikermeister, Optometrist, Gründer des Swiss Eye Care Centers, Erfinder und Entwickler der Relax-Brille und Zeiss Vision-Experte, sehe ich meine Rolle auch darin, dich in diesem Prozess zu begleiten. Mit modernsten Zeiss-Messgeräten führen wir präzise Messungen durch, erklären dir die Befunde verständlich und arbeiten eng mit den Augenärzten zusammen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die gute Zusammenarbeit mit Augenärztinnen und Augenärzten ist uns besonders wichtig. Wir bei Baldinger Optik führen exzellente Screening-Tests durch. Wir können viele Hinweise gewinnen, aber die endgültige Diagnose einer Erkrankung wie der Makuladegeneration stellt immer ein versierter Augenarzt, an den wir dich bei Auffälligkeiten überweisen. Hier ist unsere Devise: im Zweifelsfall lieber einmal zu viel kontrollieren. Wir sind oft die erste Anlaufstelle, dein Lotse im manchmal verwirrenden Gesundheitswesen. Das Wichtigste ist, steck den Kopf nicht in den Sand, rede darüber, hol die Informationen. Es gibt Wege, es gibt Hilfe. Dieser Moment der Diagnose ist entscheidend. Hast du selbst oder jemand in deiner Familie diese Erfahrung gemacht? Wie war das für dich oder euch? Wenn du dich traust, teile deine Geschichte oder deine Gefühle in den Kommentaren. Es kann unglaublich helfen, zu wissen, dass man nicht allein ist. Wenn du jetzt verstanden hast, warum Früherkennung bei der Makuladegeneration kein Nice to have, sondern absolut überlebenswichtig für dein Sehen sein kann, dann gib diesem Video ein Like und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, dir die komplette Makula-Experte-Playlist anzusehen, wenn du noch tiefer in das Thema einsteigen möchtest. Denn jetzt, wo wir wissen, was los ist, kommt die nächste harte Wahrheit, warum deine normale Brille bei Makuladegeneration plötzlich komplett nutzlos oder sogar kontraproduktiv sein kann. Aber was jetzt? Einfach die alte Brille weitertragen? Bloß nicht! Im nächsten Video enthülle ich, warum Standardbrillen bei Makuladegeneration oft kläglich versagen und dich nur noch mehr frustrieren. Und ich zeige dir, warum du dringend über spezielle Lösungen nachdenken musst. Das wird wieder augenöffnend. Bleib dran. To see or not to see. Baldinger Optik, Qualität vor Augen.